kann mich diagonal ausstrecken in diesem Auto. Können wir auf Basel? Let's go! Grüezi wohl miteinander. Ich begrüße euch aus einem Parkhaus, weil das Wetter ist ja jetzt hervorragend war. Die letzten 300'000 gefühlten Tage richtig heiß. Und jetzt, wo ich die Kamera anmache, ist es voller Hahn, schiffen. Egal, Parkhäuser können wir genauso ausnutzen. Und ich begrüße euch mit dem VW Passat Airline, den ich im Moment gerade zur Verfügung habe. An dem Passat gibt es von außen eigentlich nicht wahnsinnig viel Veränderung. Die grosse Veränderung ist drinnen passiert, was Assistenzsystem und Infotainment angeht. Trotzdem möchte ich das Auto mit euch zusammen ein bisschen von außen anschauen. Ich würde mal sagen, wir fangen hier hinten an, damit es nämlich immer spannender wird. Weil ich finde, von hinten ist das Auto ein normaler Familienschlitten. Auch von der Seite aus noch nicht wahnsinnig spannend. Ich finde die Linie, die da hinten entstanden ist, finde ich noch recht cool. Sieht doch schon recht sportlich aus. Und wo mir das Auto aber dann am besten gefällt, ist eigentlich von da vorne. Weil von da vorne sieht das Auto für einen VW Passat wirklich sehr schick aus. Warte, ich muss die Lichter anmachen. Yes! Viel mehr gibt es für mich von außen eigentlich gar nicht groß zu sagen. Wir haben hier logischerweise das Plaquet, das zeigt, dass die Variante, die ich hier habe, eine Airline Edition ist. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen direkt rein in den Schlitten und fangen gerade hier vorne mal an. Der Vorteil jetzt gerade, dass ich in der Garage bin, ist, dass ihr die ganzen Lichter hier sehen könnt. Irgendwie sieht das bei euch ein bisschen violetter aus, wie es eigentlich sein sollte. Das ist recht ein weißes Licht, das sich hier durchs Auto durchzieht, wo wirklich cool aussieht. Recht ein basics Lenkrad eigentlich. Lederbesatz auf dem Lenkrad, sehr angenehm zum Fahren. Dann haben wir da hinten, ich mache mal schnell das Auto an, haben wir den Bereich mit dem Infotainment. Mit meiner Hand verglichen, kein riesig grosser Bildschirm, dafür schön gemacht. Das da sind alles Touchscreen-Knöpfchen. Auch die Mittelkonsole ist ziemlich sauber eigentlich aufgebaut. Der Schaltknüppel, der meiner Meinung nach, gut, nicht das Schönste auf dieser Welt, aber er funktioniert ganz gut. Sorry, er ist noch Mützle, weil ich die Türen offen habe. Machen wir den mal nochmal aus schnell. Die Sitze, die da drin sind super, super, super angenehm. Und wenn ich sage super angenehm, meine ich es. Weil ich bin letzte Woche mit dem Auto, ich sage mal 700 Kilometer hin und 700 Kilometer zurückgefahren auf Frankreich an die Rennstrecke und wieder retour. Was heisst, ich kann das Auto für euch wirklich auf Herz und Nieren testen. Und ich darf wirklich mit gutem Gewissen sagen, diese Sitze sind approved. Platz hat das Auto wirklich völlig. Ich kann meine Beine fast ausstrecken, okay? Ein kleines Minus, wo ich mir aber sicher bin, dass man das anders bestellen kann, oder ich vermute es mal, dass man es anders bestellen kann, ist die Öffnung vom Kofferraum, weil das ist in dem Fall mit da rein drücken und jedes Mal, wenn es wieder zurückspickt, habe ich mit meinen langen Nägeln ein bisschen Lampe. Der Kofferraum ist so groß. Ich kann mich diagonal ausstrecken in dem Auto, okay? Es ist so viel. Ich würde sagen, wir steigen jetzt zusammen ein und ich erzähle euch ein bisschen, wie sich das Ding so fährt. Also gut, dann fahren wir jetzt mal los. Mal schauen, ob das Wetter dort draussen immer noch so schlecht ist wie vorher. Ich hoffe es eigentlich, weil sonst bin ich immer so reingefahren. Siehe da, ich glaube, es regnet nicht mehr. Habe ich es doch gewusst? Ja, wohl, mal.
es regnet noch. Einfach nur bei Sonnenschein, aber das ist ja auch schön. Vielleicht als allererstes Assistenzsystem. Das Auto ist die ganze Zeit bei einem. Wenn ich zum Beispiel das Fenster aufmache, dann sagt mir das Auto, hey, wenn du ein bisschen Eco sein willst, mach das Fenster zu, dann haben wir weniger Luftwiderstand. Auch Cruise Control hat es natürlich in dem Auto. Was vielleicht ein bisschen unangenehm war, ist, jedes Mal, wenn das Auto ein neues Schild gelesen hat, hat es das Tempo auf das Tempo korrigiert. Was heisst, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, okay, ich möchte gerne 125 fahren und es ist ein aktualisiertes 120 Schild gekommen, hat er jedes Mal wieder runtergebremst auf 120. Und er hat auch recht aggressiv runtergebremst auf 100 oder 80, wenn es oben runtergekommen ist. Das habe ich fast ein bisschen extrem gefunden. Und mit dem Tempomat drin hast du absolut keine Chance, dass es dich blitzt, weil er wirklich jedes Mal dich darauf hinweist und dich dort her tut, wo du im Moment gerade fahren darfst. Spurhaltung funktioniert auch einwandfrei. Dort ist es aber so wie bei allen Autos im Moment gerade noch, oder bei allen Autos, die ich bis jetzt testen durfte, es führt dann jetzt nicht durch den kompletten Straßenverkehr, zum Beispiel hier in Zürich, mit den 8 Millionen Baustellen, die im Moment gerade sind, keine Chance. Das versteht das System noch nicht. Aber auf der Autobahn ist es wirklich recht angenehm. Die Telefonie ist super cool, die Qualität vom Sound ist auch richtig gut. Boxen verbaut sind Dynaudio-Boxen. Ich mag mich aber erinnern, dass jedes Mal, wenn ich Dynaudio erlebt habe in einem Auto, bin ich sehr zufrieden damit. Also ich finde es bis anhin recht ein cooler Brand, was Audio im Auto angeht. Ich habe das Auto irgendwie schon ein bisschen dreckig gemacht. Was den Komfort angeht in diesem Auto, ist einem eigentlich ziemlich vieles geboten. Ich habe eine Sitzheizung, ich habe eine Klimaanlage, die auf verschiedenste Art und Weise einstellbar ist. Auch die Beifahrer auf der Rückbank haben eine Klimaanlage. Hier auf der Seite die Lederdetails, die eingebaut sind, mit denen nicht und so. Also es ist wirklich überall auch das Carbon, das eingebaut ist. Es ist wirklich einfach, es ist ein schönes Auto. Man fühlt sich wahnsinnig wohl da drin. Um auf den Punkt zurückzukommen, an all die ein bisschen geschmunzelt haben über das Auto, habe ich eigentlich nur ein Argument müssen bringen, und zwar, dass ich in dieser Variante 272 PS habe. Und dann ist fehlende der Kinnlade abgefallen. Und wenn ich den Sportmodus drin habe und auf manuelle Gangschaltung wechsle, dann geht das Auto wirklich recht ab. Weil das Auto hat ein Leergewicht von 1700 Kilogramm. Ich hätte wirklich gedacht, dass das Auto schwerer ist wie das, aber es hat nur 1700 Kilogramm. Und das mit 272 PS 4-Zylinder Benziner, das geht doch noch wirklich sportlich zu und her. Ich meine, was will man sagen? Innerhalb von 0,9 bin ich auf 80 oben. Und egal, ob das ein eingebauter Sound ist oder ob es ein echter Sound ist, es ist ein Sound. Und es kann mir keiner sagen, dass Sound bei einem Auto einfach etwas Gutes ist. Vielleicht zum Verbrauch noch schnell von dem Auto. Das Auto ist zwar ein Benziner, und man bringt aber 65 Liter Most in das Auto rein. Was heisst, einmal auftanken und man kommt gut in, je nachdem wie man fährt, 780, 800 Kilometer weit. Man kann sich wirklich nicht beschweren bei so viel Kraft in einem Auto mit 9 Liter Benzinverbrauch. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg, um meine Schwester abzuholen, weil wir gehen unsere Cousine, die von Deutschland uns übers Wochenende besuchen, in Basel am Flughafen abholen. Ich habe gefunden, das ist eine gute Variante, um das Auto noch mal ein bisschen zu fahren. Gehen wir auf Basel? Yes. Alright, my people! Okay. Und du kennst sie. Heute Abend keine Rücksicht. Let's go! Okay, ich cruise Penelope. Okay, wir haben es auf Basel geschafft. Wir haben, wie lange jetzt gehabt? Über 2 Stunden, oder? Nice. Normalerweise sind es etwa 50 Minuten. Thanks to me.
Okay, wie ihr seht, ist es mittlerweile schon recht viel später. Wir haben es aus Basel wieder zurückgeschafft. Ich mache jetzt noch ein klitzekleines Shooting hier, weil Night-Shootings können amigs wirklich auch super cool aussehen. Anyway, ich glaube, ich beende den Vlog an dieser Stelle. Ich hoffe, ich kann euch über den saucoolen Passat genug erzählen. Ich freue mich jetzt schon auf jeden nächsten VW, den ich bekomme. Und ja, schlaft gut oder guten Morgen, was auch immer die Zeit ist, wo ihr es schaut. Bis bald, ciao zusammen.